bin der Marco und wir machen heute Selfies. Aber nicht von mir, sondern von einer ganz fotogenen Katze, dem Luchs. Und wie wir von diesem seltenen, scheuen Waldbewohner Bilder bekommen, das zeige ich euch jetzt. Ja, hier seht ihr ein Hinweisschild auf eine Fotofalle. Das ist für unsere Nationalparkbesucher, dass sie da informiert werden. Und man sieht das hier, das ist so eine typische Straße, die auch der Luchs nutzt. Luchse gehen lange Strecken und dann nutzen sie auch die bequemeren Straßen und schlagen sich nicht durchs dichte Unterholz. Ja, und da seht ihr schon unsere Fotofalle. Schauen wir sie uns mal ein bisschen näher an. Ja, hier seht ihr die wesentlichen Teile von der Fotofalle. Hier unten ist der Sensor. Das ist quasi eine Kombination aus Bewegungssensor und Wärmesensor. Wenn sich was Warmes an der Falle vorbei bewegt, dann löst sie aus. Dann eben die Optik, die Linse. Und hier oben der Weißblitz. Und der ist notwendig, dass wir die Luchse auch nachts wirklich scharf und farbig abbilden können. Aber jetzt schauen wir mal, was wir fotografiert haben. Ja, da haben wir schon ein Wildschwein. Ja, ein starkes Wildschwein, was hier vorbeigeht. Ein Fuchs, noch ein Fuchs. Ja, und hier haben wir jetzt auch einen Luchs mit sehr kleinen Punkten. Dann noch einen Schneeschuhgeher und jetzt einen Luchs mit großen Punkten. Und um welche Luchse es sich jetzt genau handelt, das schauen wir uns im Büro an. So, wer ist uns jetzt in die Falle gegangen? Hier sehen wir das Bild, was wir ausgelesen haben, und hier noch ein altes Bild, das wir schon kennen. Und da ist deutlich zu sehen, hier unten eben diese großen Flecken auf dem Bein. Und damit ist klar, bei dem Tier handelt es sich um Kika. Und Kika ist ein alter Bekannter von uns. Den haben wir schon als Baby das erste Mal fotografiert. Man sieht ihn hier, da war er noch mit seiner Mama unterwegs. Und deswegen wissen wir genau, dass er 9 Jahre alt ist. Ja, manche Luchse haben auch eine ganz besondere Fleckung, wie man hier bei dem Stefan sieht. Die haben nämlich Rosetten und damit sehen sie fast aus wie Leoparden. Und wenn wir uns jetzt die Karte angucken, wo wir alle unsere Informationen drin haben, wir waren quasi hier auf diesem Punkt und rot ist Kika, eben in den beiden Nationalparken, Bayerischer Wald und Schumawa, und sehen auch sein Streifgebiet. Und wir sehen viele andere Farben und jede Farbe ist ein Luchs. Und deswegen wissen wir, dass insgesamt 28 Luchse in den beiden Nationalparken unterwegs sind. Und wir haben die Information, wie alt werden Luchse. Wir wollen wissen, wie viele Luchse im Gebiet vorkommen. Wir wollen wissen, wie viele Weibchen, wie viele Männchen und wie viele Junge sie bekommen. Und das sind ganz wichtige Informationen, die wir für den Schutz der Luchse benötigen. Ganz schön spannend. Möchtet ihr nicht auch wissen, was nachts bei euch im Garten unterwegs ist? Denn nicht nur Luchse machen gerne Selfies. Ja.